Wenn die Nachbarn kamen, rückte der Junge in die Ecke. Nicht aus Schüchternheit. Er fand die Ecke praktisch. Von dort sah er alle auf einmal, die Köpfe im Feuerschein, die Hände, die sich bewegten, wenn jemand sprach. Er saß auf dem Schemel, den Rücken gegen die Wand und studierte. Es war Herbst. Draußen rauschten die letzten Blätter gegen das Holz der Haustür und drinnen roch es nach Rauch und nassem Tuch und dem Eintopf, der zu lange auf dem Feuer gestanden hatte. 7 Nachbarn, 3 Kinder. Die Großen erzählten, die Kleinen hörten zu und der Junge hörte zu und verstand die Hälfte nicht. Nicht die Worte. Die Worte verstand er, es war das andere, das er nicht verstand. Der Nachbar zur Linken erzählte von einem Weg durch den Wald nachts und wie da etwas im Gebüsch gewesen war. Vielleicht nichts, vielleicht doch. Und während er sprach, zog sich die Haut auf seinem Arm zusammen. Der Junge sah es genau. Die kleinen Haare standen auf. Der Mann rieb sich den Arm, ohne es zu merken, und lachte, und das Lachen klang dünn. »Es gruselt mir«, sagte die Frau neben ihm und meinte es halb als Scherz und halb nicht. Der Junge presste den Rücken fester gegen die Wand. Er beobachtete die aufgestellten Haare, die abgehenden Blicke zur Tür, das kurze Atemholen vor dem Lachen. Das Feuer knisterte und warf Licht auf eine Seite und Schatten auf die andere. Und um ihn herum saßen Menschen, die dasselbe fühlten, über dasselbe sprachen. Und er war der Einzige, dem nichts davon bekannt war. Einmal, er war 4 gewesen, hatte er seine Mutter gefunden. So. Er hatte sie nicht gesucht. Er war einfach in ihr Zimmer gegangen, weil er Hunger hatte und wusste, sie würde ihn hören. Aber sie hatte nicht gehört. Sie lag im Bett, die Hände auf der Brust gefaltet, und ihre Augen waren zu. Und er hatte sie berührt, und die Hand war kalt gewesen, kalt wie der Stein auf dem Fensterbrett draußen im Winter. Er hatte sich neben ihr Bett gesetzt und gewartet. Als der Vater nach Hause kam und zu weinen begann, hatte er verstanden, Tote machen nichts. Das war alles. Es gab nichts zu fürchten, weil da nichts mehr war, das zuschauen konnte. Die Mutter war fort. Geblieben war das Bett, die gefalteten Hände, die Stille. Er griff jetzt in seine Hosentasche. Der kleine Stein lag dort, glatt, rund, abgewetzt von seinen Fingern über die Jahre. Er hatte ihn vom Fensterbrett genommen, damals, ohne zu wissen warum. Er trug ihn immer noch. »Hör du!« »In der Ecke dort«, sagte der Vater. Er ließ den Stein los. Der Vater sah ihn an, diese Art des Sehens, die der Junge kannte. Zu lange, zu ernst, mit der Erschöpfung dahinter, die der Vater nie aussprach. »Du wirst groß und stark. Du musst etwas lernen, womit du dein Brot verdienst.« »Ich würde gerne etwas lernen«, sagte der Junge. »Ja, wenn es ginge. Ich möchte lernen, dass mir es gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts.« Der ältere Bruder lachte. Ein kurzes, helles Lachen, das sofort erlosch, als er merkte, dass niemand sonst lachte. Der Junge schaute ihn an. Er verstand den Witz nicht, der Vater seufzte. Er seufzte auf eine bestimmte Art, die der Junge über die Jahre hatte unterscheiden lernen. Es gab den Seufzer der Erschöpfung, den der Enttäuschung und diesen hier, den Seufzer des Aufgebens. Er drehte sich zum Feuer. »Das Gruseln«, sagte er in die Flammen hinein, »das wirst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.« Der Junge nickte, obwohl der Vater ihn nicht mehr ansah. Dann lehnte er den Kopf gegen die Wand und betrachtete weiterhin die Nachbarn, die sich gruseln konnten, und versuchte zu verstehen, was es war. Dieses Kribbeln unter der Haut, dieses Zusammenziehen des Atems, diese Freude am Erschrecken, und verstand es nicht. Der Kirchhof bei Nacht war kein bedrohlicher Ort. Der Junge stand oben in den Schalllöchern und ließ den Wind an ihm vorbeigehen.
Unter ihm lagen die Gräber in Reih und Glied, blass im Mondlicht, die Kreuze schief nach rechts. Sie hatten sich über Jahre in dieselbe Richtung geneigt, als würden sie alle auf dasselbe lauschen. Die Erde war dunkel und feucht und still. Er fand die Stille dort unten vollständig. Er griff nach dem Glockenseil. Der Küster hatte ihn losgeschickt, das Läuten zu üben. Und er würde läuten. Das war einfach. Er verstand einfache Dinge gut. Dann sah er die Gestalt. Im Schallloch gegenüber, weiß, reglos, der armlangs des Körpers. Der Junge ließ das Seil los. »Wer da?« rief er. Keine Antwort, keine Regung. Er wartete. Vielleicht dachte die Gestalt, er würde erschrecken. Das war eine vernünftige Annahme. Fast alle erschraken, wenn etwas Weißes in der Nacht schwieg. Er selbst erschrak nicht, aber er verstand die Logik. »Gib Antwort«, rief er, »oder mach, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen.« Die Gestalt rührte sich nicht. Er rief zum 3. Mal, dann lief er an, stieß, und die Gestalt, der Küster, wie er jetzt sah, mit einem Laken um die Schultern, fiel die Treppe hinab, 10 Stufen, und blieb unten in einer Ecke liegen und machte ein Geräusch, das wenig erfreulich war. Der Junge war für einen Moment enttäuscht. Er hatte gehofft, es wäre ein echtes Gespenst gewesen. Damit hätte er vielleicht etwas gelernt. Stattdessen der Küster, ein Laken, ein gebrochenes Bein. Er seufzte, nicht auf die Art des Vaters, sondern auf seine eigene Art, die nur bedeutete, das hier ist nicht das, was es sein sollte. Dann läutete er die Glocke. Der Klang trug weit in die Nacht, über die Gräber, über die schiefen Kreuze, über den leeren Weg am Wald. Ein guter Klang. Er hielt das Seil in beiden Händen und ließ es schwingen, bis es Zeit war aufzuhören. Dann ging er nach Hause und legte sich ins Bett. Als am Morgen die Küsterfrau kam, verstand er ihr Geschrei nicht. Er hatte das Problem gelöst. Die Gestalt hatte 3-mal die Möglichkeit gehabt, zu sprechen oder zu gehen. Das war fair gewesen, mehr als fair. Er erklärte das dem Vater, der ihm nicht zuhörte. Es war kalt an dem Morgen, an dem er ging. Der Himmel war weiß, nicht grau. Diese Farbe, die entsteht, wenn das Licht irgendwo hinter den Wolken steckt und nicht durchkommt. Der Atem stand in der Luft. Der Weg vor ihm lag leer und der Weg hinter ihm auch. Und dazwischen stand das Haus und im Türrahmen stand der Vater. 50 Taler in der Tasche. Er hatte sie gezählt. »Geh in die weite Welt«, hatte der Vater gesagt, »und sag keinem Menschen, wo du herkommst und wer dein Vater ist.« Er hatte genickt. Er verstand, dass der Vater sich seiner schämte. Das stimmte ihn nicht traurig, Traurigkeit war das falsche Wort. Aber er bemerkte es wie etwas, das schief lag und das er nicht gerade rücken konnte. Er hatte die Jahre damit verbracht, das Haus ordentlich zu halten, die Äxte zu schärfen, die Töpfe zu spülen. Er hatte nie verstanden, was er falsch gemacht hatte. Er drehte sich einmal um. Der Vater stand in der Tür und hatte sich schon abgewandt, der Rücken zur Straße, der Blick ins Innere des Hauses, die Schultern leicht hochgezogen. Keine Handbewegung, kein Winken. Der Junge sah diesen Rücken einen Moment lang an. Dann drehte er sich wieder um. Er griff in die Hosentasche und die Hand fand den Stein, wie immer, ohne dass er es wollte. Er ließ die Finger darum schließen, ein Augenblick lang, dann ließ er wieder los. »Wenn mir's nur gruselte«, sagte er leise in den weißen Morgen hinein. »Wenn mir's nur gruselte.« Es war kein Wunsch im Sinne von Schmerz. Es war ein Ziel. Er hatte gelernt, dass Menschen Ziele brauchten, um zu wissen, in welche Richtung sie liefen. Das hier war seines. Er ging. 7 Männer hingen im Wind. Der Junge saß darunter und aß das letzte Stück Brot aus seiner Tasche, und das Feuer brannte vor ihm, und die Männer bewegten sich langsam. Das Seil gab nach,
Der Wind drückte, das Seil gab nach. Gegeneinander, voneinander. Wie eine Art langsamen Tanzes, den niemand bestellt hatte. Der Mann, der ihm den Galgen gezeigt hatte, war zufrieden gegangen. Hier lernst du das Gruseln. Der Junge hatte die 50 Taler geboten, wenn er bis morgen früh etwas gelernt hatte. Das war ein gutes Angebot. Er hoffte, es würde sich lohnen. Mitternacht. Das Feuer sank. Er blies es wieder an und die Flammen schlugen höher. Und durch das neue Licht sah er die Gehängten deutlicher. Die Kleider, die der Wind zerzauste, die Hände, die herabhingen, die Gesichter, die er lieber nicht zu genau betrachtete. Nicht aus Ekel, sondern weil die Einzelheiten ihn von dem ablenkten, was er eigentlich verstehen wollte. Dann dachte er, die frieren. Das war kein rationaler Gedanke. Er wusste, dass Tote nicht froren. Aber er fror auch, trotz des Feuers. Und der Wind war bitter und scharf, und er saß an der Wärme, und oben hingen 7 Menschen, die nichts hatten, und das war ungerecht auf eine Art, die ihn störte. Er nahm die Leiter und stieg hinauf. Einen nach dem anderen löste er die Knoten, sachlich, die Finger steif vor Kälte. Die Knoten saßen fest, er arbeitete methodisch. 7 Gehängte, 7 Knoten. Dann trug er sie herunter und setzte sie rund um das Feuer in einem Halbkreis und schürte die Glut, damit die Flammen groß wurden. »Wärmt euch«, sagte er. Sie saßen und wärmten sich nicht. Er wartete. Es war nicht ungewöhnlich, dass Tote nichts taten. Die Mutter hatte auch nichts getan, wenn er zu ihr geredet hatte. Das war eine der grundlegenden Eigenschaften von Toten. Er wusste das. Und trotzdem, er hatte neben ihr gesessen, an diesem Morgen, und gewartet, weil Warten das Einzige war, das er tun konnte. Und diese Geste kannte er, und er machte sie jetzt wieder, ohne es zu wissen. Dann fingen die Kleider an zu brennen. »Nehmt euch in Acht«, ja, sagte er. »Oder ich häng euch wieder hinauf.« Keine Reaktion. »Ich hab euch gewarnt«, sagte er. Er hängte sie wieder hinauf. Nicht mit Ärger, mit der ruhigen Logik dessen, dem das Material nicht gehorcht und der die Konsequenzen zieht. Sachlich, Seil für Seil. Dann setzte er sich wieder an das Feuer, das jetzt wieder allein für ihn brannte, und schlief ein. Am Morgen wollte der Mann seine 50 Taler. »Woher sollte ich's wissen?«, sagte der Junge. »Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, ihre Kleider brennen zu lassen.« Der Mann ging fort ohne Geld und ohne Worte. Der Junge ging auch. Die Gaststube war warm und laut, und der Junge setzte sich in die Nähe des Ofens und bestellte etwas zu essen und hörte zu. Es war keine bewusste Entscheidung. Er hörte immer zu. Es gab immer Dinge, die man erfahren konnte, wenn man zuhörte, statt zu reden. Er erfuhr Folgendes. Nicht weit von hier stand ein Schloss. Das Schloss war verwünscht. Wer 3 Nächte darin wachte, konnte die Königstochter heiraten und große Schätze gewinnen, die von bösen Geistern bewacht wurden. Noch kein Mensch war lebend herausgekommen. »Wenn mir's nur gruselte«, sagte er, laut, zu niemandem. Die Wirtsfrau hörte es. »Ach, schweig still«, sagte sie. »So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Schade wär's um die schönen Augen.« Er sah sie an. »Was ist mit meinen Augen?« Sie schüttelte den Kopf. Er verstand es nicht. Er fragte den Wirt, und der Wirt erzählte ihm die Geschichte des Schlosses. Vollständig diesmal, mit allen Einzelheiten. Der Junge hörte zu und nickte, und als der Wirt fertig war, hatte er beschlossen, es zu tun. Nicht wegen der Königstochter, nicht wegen der Schätze. Das Schloss klang nach dem bisher besten Versuch, das Gruseln zu lernen. Die Gelegenheit wäre töricht zu verpassen. Am nächsten Morgen stand er vor dem König. Der König sah ihn an. Lange,
auf die Art, die Menschen manchmal anwandelt, wenn sie jemanden erwarten und stattdessen jemand anderen bekommen. Der Junge war nicht eindrucksvoll, er war nicht mutig, er war einfach da. »Du darfst 3 Dinge mitnehmen«, sagte der König, »leblose Dinge. Ein Feuer«, sagte der Junge, »eine Drehbank, eine Schnitzbank mit dem Messer.« Der König schwieg einen Moment. Alle anderen hätten Waffen genommen. Der König wusste das. Er sagte trotzdem ja, und er wusste nicht genau warum. Vielleicht, weil jemand, der Werkzeug nimmt, nicht kämpfen will, sondern arbeiten. Und das eine andere Art von Vertrauen in die Situation war, als er bisher gesehen hatte. Der Junge bedankte sich, ohne Aufhebens zu machen, und ging. Auf dem Weg zum Schloss dachte er darüber nach, wie man eine Drehbank am besten aufstellt, wenn der Boden uneben ist. Er machte das Feuer zuerst. Das Schloss war groß und kalt und dunkel. Die Art von Dunkel, die entsteht, wenn Stein jahrelang kein Licht kennt. Und er nahm sich eine Kammer, die einen Kamin hatte, und schichtete das Holz auf und brachte es zum Brennen. Dann stellte er die Schnitzbank daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Wenn mir's nur gruselte«, sagte er, »hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht schürte er das Feuer, und als er hineinblies, schrie es aus einer Ecke, »Au, miau, was uns friert!« Er richtete sich auf und sah in die Ecke. 2 Katzen, schwarz wie Kohle, die Augen feurig und groß. Nicht groß wie Katzenaugen, groß wie etwas anderes. Sie saßen und sahen ihn an, und die Augen brannten. »Ihr Narren«, sagte er, »was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.« Sie kamen. Sie setzten sich zu beiden Seiten, dicht am Feuer, und wärmten sich, und nach einer Weile sagten sie, »Kamerad, wollen wir Karten spielen?« Er war interessiert. Nicht am Kartenspiel, am Kartenspielen mit Katzen dieser Größe. Er streckte die Hand aus, bereit zu beginnen, und sah die Krallen. Lang, zu lang. Er dachte an die schlechten Kugeln beim Kegeln und an den Küster im Schallloch. Dinge, die nicht richtig waren, mussten richtig gemacht werden. »Wartet«, sagte er, »die Nägel müsst ihr mir zuerst zeigen.« Er packte beide beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank, schraubte die Pfoten fest, kürzte die Krallen mit sachlicher Gründlichkeit. Die Katzen kämpften. Er hielt sie fest, bis die Arbeit getan war. Dann stellte er fest, dass die Katzen tot waren. Er hatte sie dabei nicht getötet, aber sie waren es trotzdem, und warf sie ins Wasser vor dem Fenster. Er setzte sich zurück ans Feuer. Dann kamen mehr. Aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten. Immer mehr, bis die Kammer voll war. Sie traten auf das Feuer, zerrten die Glut auseinander, wollten es ausmachen. Er sah das an. Dann nahm er das Schnitzmesser und schlug auf sie los. Ein Teil sprang weg, den Rest warf er in den Teich. Dann blies er die Funken neu an und wärmte sich. Die Augen wurden ihm schwer. In der Ecke stand ein Bett. Groß, breiter als nötig, mit einer Decke, die staubig war, aber warm aussah. Er legte sich hinein. Das Bett fuhr an. Er hielt sich fest, automatisch. Nicht aus Angst, sondern weil man sich festhält, wenn etwas fährt. Es rollte durch das Schloss, über Schwellen, die Treppen hinauf, die Treppen hinab. Schneller, noch schneller, als wären 6 Pferde vorgespannt. Er hielt sich fest und dachte, das kenne ich von nirgendwo. Dann warf es um. Er flog. Einen Moment lang, keinen Boden, keine Wand, nur Luft und das Drehen des Raums um ihn. Und dann lag er auf dem Steinfußboden und die Decken lagen über ihm wie ein umgekippter Berg. Er lag einen Moment lang still. Das war das Nächste gewesen, was bisher an Gruseln herangekommen war. Aber es reichte nicht. Er schleppte die Decken ans Feuer, wickelte sich ein und schlief.
Am Morgen kam der König. »Noch nicht«, sagte der Junge, bevor der König fragte. »Noch eine Nacht?« Um Mitternacht begann der Lärm. Zuerst sachte, ein Rumoren im Schornstein, weit oben, das näher kam. Dann stärker, tosend, und dann fiel ein halber Mensch herab und blieb vor ihm auf dem Stein liegen. Der Junge sah ihn an, genauer. Er sah die Hälfte an. »Heda«, sagte er, »noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Es tobte und heulte, und die andere Hälfte fiel auch herab, und die beiden Hälften kamen zusammen, und da saß ein Mann. Ein greulicher Mann, größer als nötig, auf der Bank neben dem Feuer, auf der er selbst gesessen hatte. »So haben wir nicht gewettet«, sagte der Junge. »Die Bank ist mein.« Der Mann wollte ihn wegdrängen. Er ließ sich nicht drängen. Er schob ihn mit der Schulter weg und setzte sich wieder. Mehr Männer kamen herab, einer nach dem andern, bis 6 um das Feuer saßen. Und sie brachten Knochen mit und Totenköpfe. Und sie spielten Kegel auf dem Steinboden der Kammer. Und die Totenköpfe rollten schlecht, weil sie nicht rund waren. Er sah es. Er sagte nichts einen Moment lang, dann: »Hört ihr, kann ich mitspielen?« »Wenn du Geld hast.« »Geld genug, aber eure Kugeln rollen nicht.« Er nahm einen der Totenköpfe und betrachtete ihn. Die Schläfenpartie war eingedrückt, die Stirn zu flach, das Ganze aus dem Gleichgewicht. Er setzte ihn auf die Drehbank und begann zu arbeiten. Die Drehbank lief ruhig und der Knochen gab nach, und nach einer Weile rollte die Kugel gerade. Er machte alle 7 rund. »So«, sagte er, »jetzt werden Sie besser schüppeln.« Sie spielten. Er verlor heller, dann mehr heller. Die Spieler nahmen sein Geld, ohne zu danken, mit der selbstverständlichen Freude von Gesellschaft, die sich nichts dabei denkt zu nehmen. Das ärgerte ihn. Nicht wegen des Geldes, wegen der Unhöflichkeit. Um Mitternacht verschwand alles. Die Männer, die Knochen, die Kugeln. Die Kammer war leer und er stand allein darin, und die einzigen Geräusche waren das Feuer und der Wind. Er sah sich um. Dann legte er sich auf den Boden und schlief. Am Morgen: »Hat dir nicht gegruselt?« »Ich hab Kegel gespielt«, sagte er, »und ein paar Heller verloren. Wenn ich nur wüsste, was Gruseln ist.« 6 Männer brachten die Totentruhe auf einmal herein. Er saß am Feuer und sah sie kommen, schwer, in einer Reihe die Kiste zwischen sich. Er winkte ihnen zu. »Ha, das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist.« Sie stellten die Kiste auf den Boden und gingen ohne zu sprechen. Er trat hin, hob den Deckel, sah den Toten an, kalt, bleich. Die Lippen ohne Farbe, die Hände gefaltet, wie bei allen Toten. Der Junge fühlte mit dem Handrücken an die Wange. Eis. Die Kälte drang durch die Haut, und er ließ die Hand dort einen Moment, ohne dass er es beabsichtigt hatte. Er kannte diese Kälte. »Wart«, sagte er, »ich wärm dich ein bisschen.« Er trat ans Feuer, wärmte die Hände, legte sie auf das Gesicht des Toten. Das half nicht. Er rieb die Arme. Das half auch nicht. Dann holte er den Toten aus der Kiste, setzte sich hin, legte ihn auf seinen Schoß und rieb die Arme, das Gesicht, die Hände, dieselbe Geste, seit Jahren dieselbe Geste, der Versuch, Wärme zu erzeugen, die sich nicht erzeugen ließ. Er wusste das. Er tat es trotzdem. Dann fiel ihm ein, wenn 2 im Bett liegen, wärmen sie sich. Er brachte den Toten ins Bett, deckte ihn zu, legte sich daneben. Das Feuer warf seinen Schein an die Wand, und er lag still, und nach einer Weile wurde der Tote warm, und seine Gliedmaßen begannen sich zu regen. »Siehst du, Vetterchen«, sagte der Junge, »hätte ich dich nicht gewärmt.« Dann griff der Tote nach seiner Kehle. Er ließ es einen Moment geschehen, aus reiner Überraschung. Dann kam der Ärger. Er fasste die Arme, zog die Hände weg, betrachtete das Gesicht, das ihn erwürgt hatte, mit dem Blick eines Handwerkers, dem das Material nicht gehorcht.
Was? Sagte er. Ist das mein Dank? Gleich kommst du wieder in die Kiste. Er warf ihn hinein. Er schloss den Deckel. Die 6 Männer kamen und trugen ihn fort. Dann trat der andere herein. Ja, groß, größer als jeder Mensch. Ein weißer Bart, lang und schwer, die Augen im Schatten. Er füllte den Türrahmen aus, ohne es zu versuchen, und seine Stimme war tief wie etwas, das unter der Erde lebt. »O du Wicht, nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben.« »Nicht so schnell«, sagte der Junge, »soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein.« Der Alte lachte nicht. Er führte ihn durch dunkle Gänge, Gänge, in denen die Kälte nicht mehr von außen kam, sondern von den Steinen selbst schien, aufgespeichert über Jahrhunderte, bis sie an das Schmiedefeuer kamen. Der Alte nahm eine Axt und schlug einen Amboss auf einen Hieb in die Erde. »Das kann ich noch besser«, sagte der Junge. Er trat an den anderen Amboss. Der Alte stellte sich daneben, den Bart herabhängend, den Blick fest. Der Junge hob die Axt, und dann ließ er sie sinken und griff stattdessen nach dem Bart, hielt ihn fest, und mit einem einzigen Schlag spaltete er den Amboss, sodass der Bart darin klemmte. Der Alte war gefangen. Er schlug ihn mit einer Eisenstange, bis der Alte wimmerte und bat, er möge aufhören. Der Junge hörte auf, nicht weil er grausam war, weil er es nicht war. Das Kräftemessen war entschieden. Das reichte. Der Alte zeigte ihm 3 Kasten Gold im Keller. »Davon ist ein Teil den Armen«, sagte er, »der andere dem König, der 3. dir.« Dann schlug es 12 und der Geist verschwand und der Junge stand im Dunkeln. Er tappte herum, fand den Weg heraus, schlief bei dem letzten Rest Feuer. Am Morgen. »Noch immer nicht?« »Nein«, sagte er. »Was ist's nur? Mein toter Vetter war da und ein bärtiger Mann. Aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Sie hatte schon viele Männer aus dem Schloss kommen sehen. Nein, das stimmte nicht. Sie hatte Männer nicht kommen sehen. Sie hatte sie hineingehen gesehen, und dann hatte der Schlossverwalter ihr erklärt, was als nächstes getan werden müsse. Eine Bestattung, ein Brief an die Familie, die Trauer der Angehörigen, die noch immer nicht verstanden hatten, warum jemand freiwillig 3 Nächte in diesem Ort verbrachte. Sie hatte gezählt. 7. Der erste hatte sie am schlimmsten getroffen. Er war der Sohn einer befreundeten Familie gewesen, jemanden, den sie seit Kindheit kannte. Nicht als Liebhaber, als Freund, als die Art von Mensch, mit dem man Kinderjahre teilt und nicht bemerkt, wie viel das zählt, bis es weg ist. Er hatte ihr erklärt, er wolle das Schloss befreien. Er hatte sie angeschaut mit diesem Blick, der Mut hieß aber, Überheblichkeit war. Er war in der ersten Nacht gestorben. Seitdem zählte sie, und jetzt stand der Junge im Saal des Königs. Sie beobachtete ihn von der Seite, wo sie saß, unter dem Vorwand, den Becher in der Hand zu halten. Er sah nicht aus wie jemand, der gerade 3 Nächte in einem verwünschten Schloss verbracht hatte. Er sah aus wie jemand, der gut geschlafen hatte, obwohl seine Kleider sagten, dass der Schlaf auf dem Steinboden stattgefunden hatte. Er stand dort, ohne Pose, ohne die aufrechte Haltung, mit der Männer gewöhnlich vor Königen standen. Er machte keinen Aufhebens. Sie wusste, was Männer machten, wenn sie aus dem Schloss kamen und überlebt hatten. Sie machten Aufhebens. Sie erzählten. Sie gestalteten die Nacht zu einer Geschichte, in der sie größer wurden mit jedem Satz. Alle 6 hatten das getan, in den Nächten davor. Der 7. hatte das Schloss verlassen, lebendig, aber er hatte nie geredet, und sein Schweigen hatte sie mehr verstört als alle Tode zusammen, weil man mit Stille nichts anfangen konnte. Dieser hier schwieg, aber anders. »Hat er wirklich 3 Nächte gehalten?« fragte sie den König. Er lag auf dem Boden und schlief.
Sie sah den Jungen wieder an. Er schaute zurück, direkt, ohne Berechnung, wie jemand, der noch nicht entschieden hat, ob er die Person, die er anschaut, mag oder nicht. »Wissen Sie, warum die Männer im Schloss nicht weggehen können, wenn man die Tür zumacht?« fragte er. Sie blinzelte. »Was?« »Die Geister. Sie können nicht raus. Aber sie gehen auch nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden.« Er dachte laut. Er dachte einfach laut, ohne Rücksicht darauf, ob die Frage sonderbar war. Sie hatte seit Jahren niemanden mehr sonderbare Fragen stellen hören. Die Hochzeit fand statt, weil der König es versprochen hatte und weil keine andere Möglichkeit bestand. Sie hatte keinen Einwand, oder genauer, sie hatte Einwände, und keiner davon war dieser. Und dann lebten sie zusammen, und sie beobachtete ihn weiter, weil das, was sie anfangs als Vorsicht begonnen hatte, sich inzwischen in etwas anderes verwandelt hatte, das noch keinen Namen bekommen hatte. Er stellte einen Totenkopf auf den Fenstertisch, einen der gedrehten aus der zweiten Nacht. Er hatte ihn mitgenommen, als Andenken vielleicht, oder er hatte es schlicht vergessen. Er setzte ihn hin und trat zurück und betrachtete ihn mit dem Kopf leicht zur Seite. »Ich habe ihn gerundet«, sagte er. Sie sah den Totenkopf an, dann ihn. Etwas in ihr, das Misstrauen, die Distanz, die 7 gezählten Toten, löste sich 1 Zentimeter. Nicht mehr, aber 1 Zentimeter. Jeden Abend, bevor er schlief, murmelte er, wenn mir's nur gruselte, wenn mir's nur gruselte. Zuerst hörte sie es als Klage, dann als Wunsch, dann, nach Wochen, als das, was es war, eine Lücke, die noch offen stand, etwas, das fehlte und dem er selbst nicht auf die Spur kam. Sie kannte dieses Gefühl. Das war der Moment, in dem sie aufhörte zu beobachten. Kurz vor dem Morgengrauen war die Stille am vollständigsten. Er lag halb wach, wie er es immer war in diesen Minuten, als das Dunkel langsam durchlässiger wurde und die Dinge im Zimmer wieder Konturen bekamen. Die Decke war warm, das Gewicht neben ihm war warm. Er hatte, ohne es in Worte zu fassen, weil er Dinge nicht in Worte fasste, die er besser verstand, wenn er sie einfach ließ, gelernt, was Zugehörigkeit war. Nicht als Begriff, als Gewicht. Er dachte an nichts. Das war neu für ihn. Er hatte immer an etwas gedacht. An Knoten, an Kugeln, an Bärte, die sich in Ambosse klemmen ließen, an die Frage, was Gruseln war. Jetzt lag er und dachte an nichts. Und das Nichts hatte die Qualität von etwas, das vollständig war. Dann riss jemand die Decke weg. Die Kälte traf ihn wie eine Mauer. Er wachte auf. Nein, das war das falsche Wort. Er schoss auf, der Körper vor dem Verstand, die Muskeln gesprungen, bevor er wusste, warum. Die Brust eng und der Herzschlag mit einem Mal laut. Und dann das Wasser. Kalt wie der Februar, kalt wie der Fluss in der Nacht, kalt wie die Hände seiner Mutter und dazu die kleinen Fische, die zappelten und sich wandten auf seinem Bauch, auf seinen Beinen, überall. Er schrie, weil sein Körper schrie, bevor er entscheiden konnte, ob er es wollte. Das war neu, das war noch nie gewesen. Er stand da, triefend und zitternd, und die kleinen Gründlinge zappelten um seine Füße. Und die Prinzessin, er sah sie jetzt mit dem leeren Eimer, stand vor ihm und ein Lachen brach aus ihr heraus. Das echte Art, das nicht geplant ist. Er sagte nichts. Er stand und zitterte und ließ das Zittern sein, weil er es noch nie hatte sein lassen, weil er es nicht kannte und es deshalb nicht wegdenken konnte. Nicht wegschicken, nicht handhaben. Sein Herzschlag war zu laut. Der Raum war zu kalt. Die kleinen Fische zappelten noch. Dann verstand er es. Nicht der Tod. Er hatte neben dem Tod gelebt, seit er 4 war, hatte die Kleider der Gehängten getrocknet und den Bart des Alten in den Amboss geklemmt und einem Toten die Wangen gewärmt.
Der Tod hatte ihn nie erschreckt, weil der Tod nur Stille war. Und Stille kannte er. Es war das andere. Er war aus dem Warmen gerissen worden, aus der Wärme neben ihr, aus der Stille ohne Gedanken, aus dem Gewicht, das das vertrauteste Gewicht geworden war. Das war es. Nicht die Angst vor dem Tod, die Angst, aus dem Lebendigen herausgerissen zu werden. Die Angst, das hier könnte weg sein, das war Gruseln. Er stand da und ließ das Zittern sein, noch eine Weile, und dann begann er auch zu lachen. »Ach«, sagte er, »was gruselt mir, liebe Frau?« Er sah sie an. »Ja, jetzt weiß ich, was Gruseln ist.« Sie lachte noch und er lachte jetzt, und das Lachen war gemeinsam auf eine Art, die das erste Mal war, das erste echte Mal. Nicht die Worte, nicht die Gespräche, die er immer ein wenig schief verstanden hatte, sondern dieses, das keiner Sprache bedurfte. Er hatte gelernt, was er gesucht hatte, und es war kleiner, als er gedacht hatte. Es war ein Eimer kaltes Wasser und 7 zappelnde Gründlinge und die Frau mit dem leeren Eimer, die ihn ansah, als hätte sie gewartet darauf zu sehen, ob er etwas zu verlieren hatte. Er hatte. Das war am Ende das Einzige, was zählte. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.